Herzlich willkommen. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist bei Ganz in seinem Element. Und ich habe heute auch wieder Unterstützung. Das ist zum einen die Salika, die hast du schon kennengelernt. Ich bin auch wieder mit dabei. Und zum anderen die Shani, die bezaubernde Feurani. Die dürft ihr heute auch kennenlernen. Und Salika trat mit dem Wotalei in den Regen. Sie hatte Nadelstiche erwartet oder ein Kratzen oder zumindest ein leichtes Zwicken. Aber da war gar nichts, nichts außer Wärme. Die wenigen, aber entscheidenden Meter hatte sie schnell zurückgelegt. Das blonde, halblange Haar von Shani leuchtete ihr selbst durch diesen Regen entgegen. Es war wie ein unruhiges Glühwürmchen, das zwischen den vielen Teilnehmern unter dem Vordach der Halle umherirrte. »Salika!« schrie sie hysterisch, als sie durch den Regen kommen sah. Fast wäre sie im Affekt selbst hinaus in den Regen gerannt, wich aber bei der ersten Berührung eines Tropfens zurück. Der Wotalei ließ Salika unter dem Dach los, und Shani fiel ihr um den Hals. »Bei der Sonne bin ich froh, dich zu sehen!« Es wurde kühl um Salikas Schultern. »Danke, gleichfalls. Wie sieht's denn aus? Ist es schon losgegangen?« »Nein, noch nicht. Sie verteilen noch die letzten Teilnahmebändchen.« Shani musterte Salika eindringlich. »Wie konntest du so einfach durch den Regen gehen, ohne nass zu werden?« »Der Wotalei.« Salika wollte sich zu ihm umdrehen, doch er war wie vom Erdboden verschluckt. Sie ließ den Blick schweifen. Die umstehenden Elementarier gingen ihre Auftritte durch, sangen, spielten Instrumente, machten Sprach-, Stimm- und Körperübungen, um sich warm zu machen und für ihren Einsatz bereit zu sein. Doch sie sah keinen einzigen Waterlei. Hatte er nicht gesagt, er müsste auch hierher? Bei den ganzen Wassermassen draußen konnte sie auch die inneren Gewässer der Wasserelementarier nicht ausmachen. »Das war ja ein heißer Typ«, nickte Shani. »Wo hast du denn den angefeuert?« »Niemanden habe ich angefeuert.« Verärgert sah Salika Shani an. »Er hat mir seine Hilfe angeboten.« Shani lachte verschmitzt. »Das wird ja immer besser.« »Still jetzt«, fuhr Salika ihre jüngere Schwester an. »Wo ist denn Ardea?« Ein bisschen beleidigt, dass Salika ihr über den Mund gefahren war, zuckte sie mit den Schultern. »Drinnen vermutlich.« Salikas Haare knisterten leise und Shani rollte mit den Augen. »Sie inspiziert die Bühne.« Ein paar Jungs sahen neugierig zu ihnen, und Shani erwiderte ihre Blicke mit einem Lächeln. »Hör auf, die Jungs anzufeuern und komm mit.« Salika nahm ihre Hand und zog sie mit weiter unter das Dach, von wo aus eine Treppe nach unten in eine Art Vorraum führte. Auch hier waren sehr viele Elementarier mit ihren Vorübungen beschäftigt. Dieses hochkonzentrierte Gewimmel der Schauspieler lag wie ein Kitzeln in der Luft. Sie mussten durch eine Tür, die in eine Halle führte. Dort wurde auf der gegenüberliegenden Seite eine riesige Tafel von einem fliegenden Erona beschriftet. Die Reihenfolge wurde bekannt gegeben. »Ach so, die Reihenfolge stand noch gar nicht?« Verwundert sah Salika Shani an. »Ja, die endgültige stand noch nicht. Aber der alle einteilt, meinte, es sei so kompliziert, weil er niemals Feuer und Wasser hintereinander auf die Bühne lässt.« Salika ließ ihren Blick durch die vollbestuhlte Halle wandern. Viele, viele Erona waren da. Vermutlich ähnlich viele Terraner und eine Handvoll Feuraner. Aber keine Waterlei.